Nous sommes dans un monde de migration. Notwendige, verstärkte legale Arbeitsmigration. Nous sommes un pays qui a toujours été fait de migration. Wir schaffen das. Migrantrepreneur. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Migrantrepreneur. Migrantrepreneur ist eine deutsch-französische Podcast-Serie des Europäischen Dialogprogramms der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der deutsch-französischen Stimmen der Jugend. Ich heiße Viviane Spitzhofer und bin Stipendiatin in der Promotionsförderung der Friedrich-Naumann-Stiftung. Hallo zusammen, ich bin Lisa Pajot, Jurastudentin und ich vertrete in dieser Podcast-Serie die deutsch-französischen Stimmen der Jugend. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von Migrantrepreneur, der Podcast, der Erfolgsgeschichten von Migranten vorstellt, die Unternehmen in Frankreich und Deutschland gegründet haben. Wir wollen herausfinden, wie migrantisches Unternehmertum die Gesellschaft in den beiden Ländern prägt, welche Rolle es für Innovation spielt und was sich politisch noch verändern muss. In den ersten beiden Folgen der Podcast-Serie haben wir mit Expertinnen und Experten im Themenbereich Hürden und Chancen für die Gruppe der Migrantrepreneur ausgemacht. Heute, in unserer zweiten Folge zum Thema Finanzierung und Förderprogramme, freuen wir uns, zwei Referenten begrüßen zu dürfen. Herrn Ralf Senger, Leiter des Bereichs Migrantenökonomie beim ÜQ-Netzwerk, Netzwerkintegration durch Qualifizierung, das Migranten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt. Sowie Herr Chassavard, Präsident des Förderprogramms SINGA für migrantische Unternehmer in Frankreich. Auf deutscher Seite freue ich mich sehr, Herrn Dr. Ralf Senger zu begrüßen. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und arbeitet seit fast 20 Jahren im Themenschwerpunkt Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt und zum Thema migrantische Ökonomie. Ralf Senger leitet derzeit die Fachstelle Migrantenökonomie des bundesweit agierenden Netzwerks Integration durch Qualifizierung, kurz IQ-Netzwerk. Das IQ-Netzwerk wird seit 2005 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und hat die Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt zum Ziel. IQ ist dabei das bundesweit größte und am besten vernetzte Programm in Deutschland. Und ein Themenfeld mit Projekten in allen 16 Bundesländern ist die migrantische Ökonomie. Die Fachstelle Migrantische Ökonomie begleitet migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer von der Gründung über Konsolidierung bis zur Nachfolge von Unternehmen. Hallo, Herr Dr. Senger. Ja, guten Morgen, Frau Spitzhofer, und vielen Dank für die Einladung, hier bei Ihnen etwas über die Migrantenökonomie in Deutschland zu erzählen und vor allen Dingen sonnige Grüße aus Mainz nach Paris und Brüssel. Herr Chassavard, Sie sind der Präsident von SINGA, aber auch selbst ein Unternehmer. Um kurz auf Ihren Hintergrund einzugehen, Sie stammen ursprünglich aus dem Iran und kamen 2009 nach Frankreich, wo Ihnen politisches Asyl gewährt wurde. In Ihrem Herkunftsland waren Sie als Leiter einer Kommunikationsagentur tätig und haben an der sogenannten Grünen Revolution teilgenommen. Infolgedessen wurden Sie verhaftet und mussten Ihr Land verlassen. In Frankreich angekommen, haben Sie trotz der Sprachbarriere Ihr Studium der Soziologie und des Journalismus wieder aufgenommen. Danach gründeten Sie ein Medienunternehmen, bis Sie schließlich bei SINGA France angekommen sind, dessen Präsident Sie heute sind. Bonjour. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Senger, wir haben in den ersten Folgen schon gehört, dass Migrantrepreneur eine sehr heterogene Gruppe darstellen, die eben auch unterschiedliche Bildungs- und Erwerbsbiografien mitbringen. Und aus diesem Grund sollten Förderprogramme vor allem auf der individuellen Ebene ansetzen. Das heißt, die Förderlandschaft sollte so heterogen sein wie die Gruppe selbst. Ist das in Deutschland der Fall? Ich glaube, bevor ich darauf eingehe, wie heterogen die Förderlandschaft ist, würde ich vielleicht noch ein Wort dazu erklären, was wir unter Förderprogramm in Deutschland verstehen. Also Förderprogramme in Deutschland, darunter verstehen wir Programme oder Projekte, die von öffentlichen Geldern finanziert werden. Also Programme, die entweder von der EU über ESF-Gelder, über Bundesmittel oder über Landesmittel finanziert werden. Und das können dann Projekte oder auch Programme sein, die einfache Beratungen anbieten für Gründer und Gründerinnen oder Qualifizierungsseminare, aber auch, und das ist wahrscheinlich für heute sehr interessant, Inkubatorenprogramme, Accelerators oder auch verschiedene Finanzierungsinstrumente, die eben über diese öffentlichen Gelder dann finanziert werden.
Und da gibt es natürlich schon große Unterschiede, ob wir nur einfache Beratungen anbieten oder ob es eben Inkubatoren sind, wo dann Personen, die gründen möchten, auch noch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen oder eben in einem anderen Fall auch noch Accelerators, wo eben schon Gründer und Gründerinnen eher versuchen, ihre Unternehmung voranzutreiben und zu skalieren. Also da haben wir also völlig unterschiedliche Maßnahmen, Projekte und Programme. Und dann kommt noch hinzu, dass wir in Deutschland diese verschiedenen Programme, die ich gerade aufgeführt habe, auch noch für verschiedene Zielgruppen haben. Also es gibt dann die Zielgruppe für Start-ups, wir haben die Zielgruppe der Migranten, Migrantinnen, der Personen, die schon länger in Deutschland leben. Wir haben dann verschiedene Programme für Geflüchtete, also für Refugees oder auch für Personen, die gerade nach Deutschland kommen möchten. Also Sie sehen, wir haben Programme in unterschiedlichster Art und Weise und sehr heterogen und es ist da manchmal auch nicht so einfach für die Person zu wissen, an wen man sich wenden kann. Herr Savard, nachdem uns Herr Senger über die Landschaft der Förderprogramme in Deutschland aufgeklärt hat, können Sie uns als Verantwortlicher für Singa mehr über die Besonderheiten der Inkubatorprogramme erzählen? Inkubatorprogramme sind eine der wichtigsten Unterstützungsstrukturen für Migrantentrepreneurs in Frankreich. L'idée de l'incubateur, quand on l'a eu en 2015 chez Singa, c'était... Die Idee des Inkubators, die wir mit Singa im Jahr 2015 hatten, basierte auf der Idee eines inklusiven Ansatzes. In dem Sinne, dass Zuwanderer kompetente Menschen sind, die mit ihren Talenten, ihren unterschiedlichen Sichtweisen ankommen. Wir begleiten Unternehmerinnen und Unternehmer oder Zuwanderer, die Unternehmer werden wollen. Sie müssen wissen, ein großer Teil der Zuwanderer hat bereits unternehmerische Erfahrung. Mitunter haben die Menschen in ihrem Herkunftsland tatsächlich mehr Erfahrung als Unternehmer gemacht, als Angestellter. Also es gibt teilweise diese Kultur in bestimmten Ländern, diese sehr ausgeprägte Kultur. Aber auf der anderen Seite gibt es kein Netzwerk, das soziale Unterstützung anbietet. Und das ist das, was wir bei Singa tun. Wir stellen soziales Kapital für Unternehmer bereit. Mit den verschiedenen Entrepreneurship-Programmen bei Singa und insbesondere mit den Inkubatoren stellen wir ein Netzwerk zur Verfügung. Wir bringen das Know-how und wir machen das gemeinsam mit dem Unternehmer. Wir machen das nicht für den Unternehmer. Das heißt, wir begleiten ihn oder sie bei der Erstellung des Geschäftsmodells, bei der Analyse des Markts, vermitteln ihm einige Fähigkeiten, die ihm vielleicht fehlen. Wir bringen ihn in Kontakt mit Mentoren, mit Partnern und all das ist eine Art von sozialem Kapital, denn die Person, der Neuankommende, kommt ja mit seinen Talenten an, ist aber nicht wie andere Unternehmer von Menschen umgeben, die bei der Entwicklung seines Projekts helfen können. Il n'est pas entouré comme les autres entrepreneurs par les personnes ou les structures qui peuvent aider le développement de son projet. Um das kurz zusammenzufassen, durch Singa stellen Sie Fähigkeiten und Kenntnisse für Unternehmer bereit, damit jeder von einer persönlichen Unterstützung profitieren kann, die an die Bedürfnisse der Person und an ihr Projekt angepasst ist. Herr Senger, verfolgt das IQ-Netzwerk ein ähnliches Förderkonzept? Sehen Sie wesentliche Unterschiede zwischen dem Angebot von IQ und den Förderprogrammen in Deutschland im Vergleich zu Singa in Frankreich? Der wichtigste Unterschied ist eben, dass wir nicht so etwas wie ein Inkubator haben, worunter wir auch verstehen, dass es dort Räumlichkeiten für die Personen selbst gibt, wo sie vielleicht auch sitzen können, wo sie Büroräume schon haben. Also unsere Beratungsleistungen sehen häufig so aus, dass Beratungsbüros vorhanden sind, vielleicht auch noch Seminarräume, wo eben Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. Beispielsweise, wie mache ich Marketing, wie finde ich meine Kunden, wie werde ich die Preisgestaltung machen, wie soll mein Unternehmen rechtlich aufgestellt sein, also wo ich Personen qualifiziere, aber nicht, wo Personen selbst auch sitzen können, um sich zu vernetzen. Das sind eben seltenst Projekte oder Programme in Deutschland, die auf so einen Inkubator abzielen. Wir haben da auch mal eine Studie gemacht vor einem Jahr und eben festgestellt, dass es in Deutschland kein spezielles Programm gibt für einen Inkubator, für unsere Personengruppe der Menschen mit Migrationshintergrund. Und nach welchem konkreten Modell funktioniert die Begleitung bei Singa, Herr Savard? Die Unterstützung findet nach Bedarf schrittweise statt. Wir haben die Begleitung in 3 Stufen unterteilt.
Zuerst eine Vor-Inkubations- und Ideenbildungsphase. Das bedeutet, wir gehen auf die Unternehmer zu, wobei es die Unternehmer sind, die zu uns kommen. In Arbeitssitzungen tauschen wir Ideen aus, versuchen sogar, sie zu testen oder wir sprechen manchmal ganz allgemein über Unternehmertum. Wir testen erst einmal die Bereitschaft der Person. Ist es die richtige Zeit in seinem oder ihrem Leben, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen? Und dann nähern wir uns der Geschäftsidee an, also der Tätigkeit. Das ist die Vorinkubationsphase. Wir stellen ihnen Ressourcen zur Verfügung, um ihre Ideen zu entwickeln. Darauf folgt dann die Inkubatorphase. In der Inkubatorphase gibt es eine Auswahljury, weil wir viele Bewerbungen haben. Wir wählen dann nach der Kapazität der jeweiligen Projektinkubatoren aus. An diesem Punkt kommen wir zum eigentlichen Kern des Projekts. Wenn es einen Bedarf an rechtlicher und kommerzieller Strukturierung gibt und um am Geschäftsmodell zu arbeiten, das Produkt zu testen, Beziehungen zu Partnern aufzubauen zum Beispiel. Wieder abhängig von den Bedürfnissen des Unternehmers und dem Tätigkeitsbereich, denn diese Projekte sind in unterschiedlichen Sektoren angesiedelt. Darauf folgt dann die Phase Accelerator, denn wir haben gerade durch den Mangel an sozialem Kapital erkannt, dass es an einem Netzwerk fehlt. Die Projekte brauchen einen Anstoß, um schneller voranzukommen und sich weiterzuentwickeln. Zum Glück gibt es genug Projekte, die diesen Ehrgeiz haben, sich weiterzuentwickeln. Also haben wir dieses Projekt in Paris ins Leben gerufen, das Projekte in der Start- und Entwicklungsphase unterstützt. Wir planen, weitere Accelerator in verschiedenen Städten zu entwickeln. À développer des autres accélérateurs dans les différentes villes. Herr Sänger, funktionieren die Beratungsleistungen bei IQ nach einem ähnlichen Schema? Ich denke schon, Frau Spitzhöfer. Und ich glaube auch, dass die Beratungen auch europaweit, wenn sie individuell zugeschnitten sind, ähnlich funktionieren. Wir haben allerdings in unserer Beratung vor Jahren mit anderen Kollegen, Kolleginnen ein sogenanntes 4+1 Phasenmodell entwickelt, das sehr ähnlich dem ist, wie das der Kollege aus Frankreich von Singer gerade vorgestellt hat. Das heißt, bei den 4+1 Phasen, also 5 Phasen, handelt es sich darum, zuerst einmal zu informieren und zu sensibilisieren, also anzusprechen die Personen, dass sie überhaupt wissen, welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es, wenn ich mich selbstständig machen möchte, und das besonders für Personen mit Migrationshintergrund, da wir in Deutschland festgestellt haben, dass viele Gründerinnen mit Migrationshintergrund gar nicht wissen, wo sie sich informieren können und wo es Unterstützungsbedarf gibt oder Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wo wir gesagt haben, es ist halt wichtig, diese erste Phase, um zu informieren und Personen anzusprechen über die Möglichkeiten der Unterstützung. Die zweite Phase ist die der Orientierung, also wirklich zu schauen, bin ich eine Person, die sich es vorstellen kann, sich selbstständig zu machen, mit den Vor- und Nachteilen einer Selbstständigkeit. Die dritte Phase ist bei uns die Planungsphase, also die Unterstützung hin zum Businessplan, zur Ausformulierung meines Unternehmens, um dann in die vierte Phase zu gehen, zu unterstützen beim Start. Also um das halt die Formalien anmelden, auch zu schauen, wie ist es mit der Finanzierung, wie ist es mit Miete, wie kann man da unterstützen. Und die fünfte Phase ist, wenn ich gestartet bin, wie ist dann die ersten 2, 3 Schritte, also nicht nur, wo ist mein erster Kunde, sondern wo ist meine zweite Kundin, meine dritte Kundin, also da zu schauen, wie kann man die einzelnen Personen unterstützen, und wichtig, wie wir gerade auch aus Frankreich gehört haben, ist eben die individuelle Unterstützung und Begleitung in den verschiedensten Phasen, die ich gerade genannt habe. Herr Sänger, Sie haben gerade erklärt, dass die Förderlandschaft in Deutschland sehr heterogen ist und dass die meisten Projekte oder die Programme zur Förderung von Migranten meist staatlich gefördert sind. Gibt es denn auch private Initiativen, die migrantisches Unternehmertum fördern? Ja, so wie die Förderlandschaft heterogen ist, bezüglich der Projekte und Programme für die Zielgruppen haben wir auch eine sehr heterogene Förderlandschaft, wer fördert. Und das vor allen Dingen seit 2015, 2016 mit den Personen, die eben mit einem Fluchthintergrund nach Deutschland gekommen ist. Seitdem haben wir zahlreiche Stiftungen, private Stiftungen, die Menschen mit Migrationshintergrund, aber vor allen Dingen auch geflüchtete Personen unterstützen, wenn sie sich selbstständig machen möchten. Und dazu gehören beispielsweise die Generali-Stiftung, die JP Morgan Foundation, die Citibank, die Schöpflin-Stiftung oder auch von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, verschiedene Projekte und Programme oder Stiftungsprojekte, die finanziert werden.
Das größere Problem aber fast ist noch, dass wir auf Bundesebene und auf Landesebene auch die verschiedensten Programme haben und das von verschiedenen Ministerien. Das ist einerseits gut für die Personen selbst, dass wir eine so Vielzahl haben. Die Herausforderung besteht allerdings darin, dass die meisten Projekte und Programme nicht miteinander verzahnt sind. Und das ist etwas, was wir versuchen als Fachstelle Migrantenökonomie, die verschiedenen Programme und vor allen Dingen die verschiedenen Projekte miteinander in Kontakt zu bringen, um eben gegenseitig sich austauschen zu können und voneinander zu profitieren. Herr Savard, in Deutschland hat Herr Senger eine Vielzahl an Akteuren ausgemacht. Arbeiten Sie auch in Kooperation mit anderen Stellen und Partnern in Frankreich zusammen? Oui, bien sûr, on travaille avec le gouvernement, on travaille avec des partenaires privés. Ja, natürlich. Wir arbeiten mit der Regierung zusammen, wir arbeiten mit privaten Partnern zusammen. Aber als wir 2015 anfingen, wussten wir, im Gegensatz zu Deutschland gab es in Frankreich nicht so hohe Aufnahmezahlen von Flüchtlingen und damit auch nicht dieses hohe Maß an Mobilisierung von Gesellschaft und Staat in Frankreich. Als wir also 2015/16 mit der Inkubation begannen, gab es nur wenige Akteure. Es gab nur Singa. Aber nach und nach entstanden immer mehr ähnliche Programme, andere Akteure, die sich zum Thema positionierten und mit denen wir begannen zusammenzuarbeiten. Wir haben die Regierung sogar dazu ermutigt, die Unterstützung von Flüchtlingsunternehmern in das Programm aufzunehmen. Wir haben an der Entwicklung des Projekts French Tech Tremplin mitgewirkt, das ein staatliches Programm für die Entwicklung französischer Start-ups in der Welt ist. Und wir haben die Unterstützung für zugewanderte Unternehmer, New Commerce-Flüchtlinge, aufgenommen, was ein staatliches Programm ist. Und dann ist da noch einer unserer engagiertesten Partner, die Generali, die THSN Safety Net Stiftung, die Stiftung der Generali, die sich sehr für die Unterstützung von migrantischen und geflüchteten Unternehmern engagiert. Aber wir haben erkannt, dass es Akteure der neuen Generation braucht, die den gleichen Ansatz wie Singa verfolgen, nämlich einen inklusiven, keinen paternalistischen Ansatz. Wir glauben an das Talent des Unternehmers. Wir haben sehr zur Schaffung eines Ökosystems beigetragen und einige dieser Projekte haben sich zu echten Erfolgsgeschichten in Frankreich und in Europa entwickelt, die natürlich unsere Partner sind. Dazu zählt Connexio, dazu zählt Netta Kalam, dazu zählt Meet My Mama. Das sind inklusive Unternehmen und Vereine, deren Hauptziel die Inklusion von Einwanderern im Allgemeinen ist. Es gibt auch noch andere Partner wie Place, La Rouge, die teilweise als Inkubatoren oder Coworking Spaces fungieren, aber die ihre Aktivitäten auch zu verschiedenen Themen wie Einwanderung ausrichten. Das gilt auch für Nexence. Also es gibt diese neue Generation von Akteuren, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten und das finde ich sehr schön. Parfois des incubateurs ou un espace de coworking qui a développé ses activités sur plusieurs sujets comme l'immigration, Nexence pareil, les nouvelles générations des acteurs avec qui on collabore très bien et ça, je trouve ça très chouette. Herr Senger, es gibt also einige Programme und Projekte. Wir haben jetzt gerade auch gehört, dass auch in Frankreich es mittlerweile eine Vielzahl an Projekten und Programmen gibt. Das klingt nach einer ziemlich dichten Förderlandschaft in Deutschland sowie in Frankreich. Ich muss Ihnen da zustimmen. Also es klingt am Anfang, dass wir eine dichte Förderlandschaft haben, die sehr vielfältig ist. Aber ich habe gerade eben auch schon mal erwähnt, dass wir dadurch auch wir stehen vor drei großen Herausforderungen. Die eine ist, dass es sehr vielfältig ist und man nicht sich immer kennt. Das heißt, man agiert nebeneinander und nicht immer miteinander. Das heißt auch, dass die Projekte unterschiedlich ausgestattet sind. Manchmal nur von einer halben Personalstelle bis zu 2 oder 2,5 Personalstellen und daher auch viel unterschiedliche Leistungen anbieten können. Und eine dritte Herausforderung ist auch die zeitliche Dauer der verschiedenen Projekte. Es geht dann los, dass manche Projekte nur 1 Jahr dauern, manche 2 Jahre und manche vielleicht 3 Jahre. Und das ist eben neben dieser Vielfältigkeit und der Unterschiedlichkeit eine große Herausforderung, vor allen Dingen für die Projekte, weil eben eine Gründung und auch eine Konsolidierung einer Gründung ja nicht innerhalb von einem halben oder von einem Jahr geschehen ist. Und das ist eine große Schwierigkeit, dass wir eben in Deutschland nicht
für besondere Zielgruppen, und dazu zähle ich eben auch Menschen mit Migrationshintergrund und mit Fluchtgeschichte, eine stärker institutionalisierte Förderung haben, die es eben ermöglicht, diese Gruppe über einen längeren Zeitraum mindestens 3 bis 5 Jahre zu begleiten und zu unterstützen, um diese Gründer und Gründerinnen dann auch wirklich, in Deutschland würde man sagen, sattelfest zu machen, dass sie also auch marktreif sind und dann auch auf dem Markt bestehen zu können. Also ja, heterogen, ja, sehr vielfältig, aber leider häufig zu kurzfristig und auch nicht immer personell so ausgestattet, dass die Zielgruppe auch individuell gut begleitet werden kann. Wir wissen, dass Migrantrepreneur weniger Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen als Unternehmer und Unternehmerinnen, die in Deutschland und Frankreich geboren wurden, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung. Was könnte Ihrer Meinung nach dagegen unternommen werden, Herr Savard? Oui, effectivement, au cours de nos activités, on a réalisé que les entreprises... Ja, in der Tat. Im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir festgestellt, dass geflüchtete oder eingewanderte Unternehmer viel weniger profitieren. Und auch die Erfolgsquote ist teilweise nicht so hoch wie bei lokalen Unternehmern. Wir haben eine interne Studie durchgeführt und festgestellt, dass das an der Finanzierung liegt. Der zugewanderte oder geflüchtete Unternehmer hat keinen Zugang zu traditionellen Finanzierungsangeboten. Die Finanzierungsangebote sind nicht inklusiv, sind nicht für jemanden gedacht, der die kulturellen Codes nicht versteht, der nicht die Mittel hat, der kein Netzwerk hat. In Frankreich zum Beispiel muss man, um eine staatliche Finanzierung zu bekommen, Eigenkapital haben. Das heißt, um zum Beispiel 30.000 Euro zu bekommen, muss man 15.000 Euro auf dem Konto haben. Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin mit Fluchthintergrund hat manchmal sogar ein Problem, ein Bankkonto zu eröffnen. Besonders einige Nationalitäten werden von privaten Banken diskriminiert. Sie können also kein Konto eröffnen. Und dann an dem Tag, an dem Sie endlich ein Konto haben, haben Sie nicht die nötige Summe auf diesem Konto. Normalerweise wird dieses Geld dann für einen lokalen Unternehmer oder Unternehmerin von seinem Netzwerk, der Familie, den Freunden oder aus der Schule bereitgestellt. Dies wird als Love Money bezeichnet. Der ausländische Unternehmer ist vom Anfang an vom Finanzierungssystem ausgeschlossen. Glücklicherweise gibt es heute einige private Geldgeber oder Investoren und Business Angels, die uns kontaktiert haben oder die wir kontaktiert haben. Wir haben gerade selbst Singa Ventures gegründet, das Finanzierungsakteure, insbesondere Business Angels und Investmentfonds, zusammenbringen soll. Wir haben dies auf eine etwas experimentelle Art und Weise getan, denn Business Angels mit Unternehmen in Kontakt zu bringen. Wir werden zuerst einen Business Angel Club gründen und dann einen Investmentfonds. Wir führen im Moment auch erfolgsversprechende Verhandlungen mit dem Staat und auch mit den europäischen Behörden durch, um einen allgemeinen Investitionsfonds für zugewanderte Unternehmer und Unternehmerinnen in Europa zu schaffen, um das Problem der Finanzierung zu lösen. Es ist auch ein Verlust für die Aufnahmegesellschaft. Die Aufnahmegesellschaft kann nicht von den Talenten seiner Migrantrepreneur profitieren, wenn es keine Unterstützung gibt. Viele Business Angels und Investoren haben uns kontaktiert und gesagt, dass sie ihr Portfolio erweitern wollen, aber kein Know-how, keine Verbindungen, keine Netzwerke haben. Also wir begleiten sie dabei, wir sichern ihre Investitionen, wir suchen Projekte für sie, damit tatsächlich beide Seiten, der Migrantrepreneur und der Investor, davon profitieren. Ich lade auch Ralf ein, wenn Sie interessiert sind, können wir gerne weiter darüber sprechen. Wir suchen europäische Akteure, aber auch lokale Akteure in jedem Land, die sich diesen Vorhaben anschließen. À la fois, on cherche des acteurs européens, mais aussi dans chaque pays des acteurs locaux qui rejoignent ces dispositifs. Herr Sänger, haben Sie eine ähnliche Analyse, wenn es um Finanzierung in Deutschland geht? Sehen Sie da ähnliche Hürden? Nachdem ich das gerade vernommen habe von den französischen Kollegen, sehe ich die Ähnlichkeiten sehr, sehr ähnlich, wie in Deutschland auch. Allerdings möchte ich vielleicht unterscheiden 2 Gruppen. Zum einen die Gruppe, die in Deutschland eine befristete Aufenthaltserlaubnis hat und die andere Gruppe, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat. Personen mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis sind meist die
nach Deutschland jetzt einreisen, um sich selbstständig zu machen, oder Personen mit Fluchthintergrund, die eben hier einen anerkannten Asylstatus haben und dann aber erstmal eine befristete Aufenthaltserlaubnis von 3 bis vielleicht 5, 6 Jahren bekommen haben. Und für diese Personen ist es sehr schwierig, eine Finanzierung zu bekommen, obwohl wir in Deutschland, und da haben wir erst vor kurzem recherchiert, über 2000 Finanzierungsinstrumente haben, die allerdings immer voraussetzen, dass ich das Geld auch wieder zurückzahle. Und Hausbanken vergeben nun mal ungern Kredite an Personen, von denen sie wissen, dass sie nicht länger als 3 Jahre eine befristete Aufenthaltsdauer haben, weil die Kredite meistens über einen längeren Zeitraum als nur über 3 Jahre zurückgezahlt werden müssen. Also ist für die Personengruppe, die einen befristeten Aufenthaltstitel hat, das ist nun mal eine sehr große, ist sehr schwierig, an eine von diesen Finanzierungsinstrumenten zu kommen. Für die andere Gruppe der unbefristeten Personen, die hier in Deutschland sind, also und aus Drittstaaten angereist sind, ist es eine große Herausforderung, weil zum Teil eine noch immer vorhandene Diskriminierung vorhanden ist und für diese Personengruppe auch gilt, sie müssen Sicherheiten bieten, die sie häufig auch in diesem Maße nicht haben. Und zum anderen ist die große Herausforderung, dass die meisten Unterlagen und Formulare der Banken nicht auf Englisch oder in anderen Sprachen übersetzt sind. Und ich glaube, Sie wissen auch, Frau Spitzhofer, dass es gerade für Deutsche, was Formulare angeht und wenn man Bankkredite haben möchte, ist eine große Herausforderung, ist da eben an den richtigen Stellen das Richtige einzutragen. Und das Gleiche gilt natürlich erst recht oder noch viel höher für Personen mit Migrationshintergrund, die nicht Muttersprachlerinnen sind, sondern eben einen ganz anderen Sprachhintergrund haben und dann eben deutsche Formulare ausfüllen müssen. Herr Savard, wir haben nun schon viele Hürden für migrantische Unternehmer und Unternehmerinnen ausgemacht. Was fehlt Ihrer Meinung nach noch, um eine effektive Entwicklung von migrantischen Unternehmerprojekten zu gewährleisten? Pour moi, il y a une question d'abord culturelle et politique. J'ai l'impression que après. Für mich ist das zunächst eine kulturelle und politische Frage. Nach mehr als 10 Jahren Arbeit an diesem Thema habe ich den Eindruck, dass besonders in Europa viele Menschen denken, dass wir nicht von Zuwanderung profitieren, sondern viele sehen uns als Verlierer. Selbst die Leute, die dafür sind, engagieren sich eher aus humanitären und karitativen Gründen. Viele Menschen glauben nicht, dass es überhaupt etwas zu gewinnen, also einen Nutzen gibt. Und deshalb ist das politische Klima, vor allem in Europa, sehr stigmatisiert, ja sogar polarisiert, was das Thema Einwanderung angeht. Dies hat Auswirkungen auf das unternehmerische Ökosystem in Europa. Während zum Beispiel in Nordamerika, in Asien, in anderen Teilen der Welt der Einwanderer oder Ausländer als Bereicherung für das Land gesehen wird. In Europa ist es genau andersrum. Es muss also eine politische und kulturelle Arbeit geleistet werden. Die Zuwanderung, vor allem in Europa, bereichert die lokale Wirtschaft und auch die Wissenschaft und Kultur. Meiner Meinung nach müssen wir diese Wahrnehmung also ändern, damit die Gesellschaften wirklich verstehen, dass sie ihren Platz in der Welt verlieren, was bereits der Fall ist, wenn sie die Vorteile der Einwanderung nicht nutzen, sie nicht davon profitieren. Während andere Länder und Regionen der Welt wie die Vereinigten Staaten, Kanada oder auch Brasilien, China, Indien und Russland auf ihre eigene Art und Weise versuchen, immer offener und aktiver beim Thema Einwanderung zu sein. Denn wir leben in einer Welt, in der Bewegung, Reisen, Mobilität ja viel einfacher ist. Zugewanderte und geflüchtete Unternehmer und Unternehmerinnen sind, wie andere Unternehmer auch, vernünftige und pragmatische Menschen. Wenn die Gesellschaft und das Ökosystem der Aufnahmegesellschaft nicht unternehmerfreundlich sind, wird es immer weniger Menschen geben, die sich unternehmerisch engagieren. Aber wenn immer mehr Einwanderer, Unternehmer und Unternehmerinnen werden, wird die Gesellschaft davon profitieren. Dieser Ansatz sollte gefördert werden. Studien zeigen, dass migrantische Unternehmer und Unternehmerinnen eine viel höhere Erfolgsquote haben als der nationale Durchschnitt, weil sie mehr Risiken eingehen,
weil sie es trotz aller Schwierigkeiten schaffen, aus einem neuen Blickwinkel die Fehler im System und die Chancen abzufangen. Und sie tragen stark zur Verbesserung des professionellen Ökosystems in jedem Land bei. L'entrepreneuriat, c'est un gain pour la société. Et cette approche-là, en fait, il faut le favoriser. Et les études montrent que les entrepreneurs immigrés réfugiés ont un taux de réussite beaucoup plus élevé que le moyen national parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques, parce que malgré en fait toutes les difficultés, ils arrivent avec leur regard neuf d'intercepter les failles du système, de l'écosystème et les opportunités et qui contribuent vraiment à l'amélioration de l'écosystème professionnel dans chaque Herr pays. Sänger, was muss sich denn in Deutschland strukturell verändern, damit Migrantrepreneurs sich noch besser entfalten können? Ich glaube, dass wir in Deutschland ein Umdenken haben müssen. Ein Umdenken in der Hinsicht, dass wir die Vielfalt und auch die Unterschiedlichkeit akzeptieren sollten. Und das heißt dann auch, wenn wir die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt akzeptieren, dass wir auch die Unterstützungsleistungen auf diese Unterschiedlichkeiten ausrichten. Und dass die Projekte, über die ich vorhin geredet habe, und die Programme, die sehr, sehr vielfältig sind, auch die Möglichkeit haben, in eine gewisse Regelförderung oder Institutionalisierung zu kommen, um eben diese Vielfalt auch bedienen zu können, die es in Deutschland gibt. Strukturell wäre dabei natürlich auch wichtig, was ich vorhin gesagt habe mit den Finanzierungsinstrumenten, dass wir Finanzinstrumente haben, um gerade diese Klein- und Kleinstgründungen dann auch zu unterstützen und zu stärken. Und dabei auch darüber nachdenken, wie kann man die Einreise für Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen wollen, um hier zu gründen, dahingehend vereinfachen, dass also der Zugang nach Deutschland schon einfacher wird. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser ganzen Herausforderungen, die ich gerade geschildert habe, glaube ich, dass wir in Deutschland auf dem Weg sind, der zwar noch, das Ziel ist vielleicht noch nicht zu sehen, aber wir sind auf dem Weg nach Deutschland. Schließlich ist jede vierte Gründer, Gründerin oder jedes vierte Unternehmen schon wird von Personen geführt mit Migrationshintergrund. Und das spiegelt sich, glaube ich, noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit wider, was deren Wertschätzung angeht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem Weg dahin. Und das drückt sich eben auch in viel mehr einer stärkeren Öffentlichkeitswahrnehmung aus von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber was die Unterstützungslandschaft angeht, da gibt es noch viele Optionen und Ressourcen, die gestärkt werden können. Vielen Dank an Sie beide für die spannenden Beiträge. Wir haben heute gehört, dass es eine Vielzahl an Förderprogrammen und Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland und Frankreich gibt, aber dass die Hürden für Migrantinnen und Migranten teilweise noch viel zu hoch sind. Und dadurch gehen wertvolle Potenziale verloren. Die Förderstrukturen sind heterogen, aber woran es noch fehlt, ist eine Verstetigung der Projekte und Programme, die oft nur für eine kurze Förderdauer aktiv sind. Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir nehmen heute mit, dass Singa und IQ-Netzwerk wichtige Unterstützungsprogramme zur Überwindung bürokratischer Hürden hinsichtlich der Vernetzung und Finanzierung darstellen. Migranten sollten als eine Chance für Innovationen in unseren Ländern gesehen werden. Gutes Stichwort, Lisa, weil gerade im Blick auf Innovation spielen natürlich Startups eine große Rolle. Und darum wird es in unserer nächsten Folge gehen. Und wir haben einen Gründer aus der deutschen Startup-Szene zu Gast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Migrantrepreneur.